Ist das schon die Einleitung? Das ist schon die Einleitung. Das ist schon die Einleitung. Hallo Daniel. Hallo Kai. Letztes Mal haben wir Vario gemacht, was machen wir heute? Kupplung. Kupplung. Alright. So, Schrauben sind schon ab, wie ich das sehe. Klemmt natürlich wie immer vorne im Filterkasten. Gehört auch irgendwo dazu. Ne? So. Also geht's heute hier drum. Was machen wir zuerst? Kupplungsmutter auf. Wie immer. Was ist das für eine Nuss? Also für eine Größe? In dem Fall 24. Sind natürlich aber auch unterschiedlich groß, je nach Modell. Erster Schritt. Kupplungsglocke. War nicht besonders schwer. Nee. Die Vario machst du auch nochmal auf, oder? Jo. Braucht man den Wandler hinten nicht so zusammendrücken. Und schon lässt sich der ganze Wandler mit Keilriemen abnehmen. Und jetzt lösen wir als erstes die große Hauptmutter von der Kupplung, damit wir an die Kupplung rankommen und sich. So, als allererstes müsst ihr messen, welches Werkzeug ihr für die große Mutter benötigt. Dazu einfach einen Messschieber aufsetzen. Schauen, was bei rumkommt. In dem Fall sind es 39 mm. Bei den Haltewerkzeugen gibt es unterschiedliche Schlüsselweiten, zum Beispiel 41, 39 und 34. Wie ihr seht, passt die angegebene Schlüsselweite exakt auf die Mutter. Ja, verlinke ich auch so nochmal unten in der Beschreibung für euch im Shop. Jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Die Kupplungsmutter ist normalerweise wirklich ziemlich fest angezogen, vor allen Dingen, wenn ihr sie das erste Mal öffnet. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, hat so ein Wandler auch hier und da scharfe Kanten. So empfiehlt sich also immer, Handschuhe vorher anzuziehen, damit ihr euch die Hände nicht verletzt beim Aufdrehen. Am besten nehmt ihr die komplette Wandlereinheit und haut es mit dem langen Ende auf etwas geeigneten, nicht zum Beispiel Muttis Küchentisch. Da freut er sich. So, und das hat natürlich nicht geklappt. Doch, jetzt. Jetzt könnt ihr die ganze Sache schon mal ein bisschen vorlösen. Achtet dabei, dass ihr das Gewinde nicht komplett aufschraubt. Jetzt brauche ich nochmal die helfende Hand. Oh, die helfende Hand. Denn wir haben ja hier die Gegendruckfeder drin, das heißt, das Ganze ist natürlich auf Spannung montiert. Holt euch wirklich eine zweite Person dazu, denn wenn ihr hier die Mutter löst und das nicht festhaltet, dann könnte es eine unschöne Überraschung in Form einer ins Gesicht springenden Kupplung geben. Also wie eben schon beschrieben, die erste Person hält hier in dem Fall die Kupplung fest und drückt diese nach unten gegen die Gegendruckfeder. Die zweite Person schraubt die Mutter auf. Wenn die Mutter runter ist, verkantet das Ganze nicht, macht es vorsichtig. Und lasst das Ganze einfach entsprechend mit der Federkraft nach oben kommen. Nun habt ihr auch freien Zugang zu der Gegendruckfeder, da die Kupplung demontiert wurde. Wenn ihr die zum Beispiel auswechseln wollt, weil ihr den Motor gerade am Abstimmen seid, hättet ihr jetzt quasi Gelegenheit dazu. Diese lässt sich einfach mit leichten Drehen nach oben abnehmen und die neue Gegendruckfeder entsprechend mit leichtem Druck in den Federteller eindrücken. In dem Video gehen wir jetzt erstmal nicht näher drauf ein, da wir uns erstmal um die Kupplung kümmern wollten. Das ist die Originalkupplung, die wir gerade eben ausgebaut haben. Danach folgt die Sport Pro und eine Torque Control. Die Originalkupplung lässt sich nur über den Austausch der Kupplungsfedern in dem Härtegrad verstellen. Hingegen hat die Sport Pro Kupplung auch schon einen verstärkten Ring, damit die ganze Kupplung etwas steifer wird. Lässt sich über die Federvorspannung bzw. die Federn halt in dem Härtegrad verstellen, sowie auch in einem Anlenkwinkel verändern. Die Torque Control lässt sich am umfänglichsten einstellen, zum Beispiel über die Federn an sich, über die Vorspannung der Feder sowie über das Backengewicht der einzelnen Kupplungsbacken. Zum Beispiel über die Messingbuchsen bzw. hier in dem Fall Wolfram. Wolfram ist natürlich entsprechend schwerer. Von den 3 Kupplungen ist natürlich die Torque Control die stärkste in der Reihe. Für unser Setup, da dieses weitestgehend auf Originalteilen bzw. auf dem Originalzylinder basiert, würde ich in dem Fall ganz klar zu der Sport Pro Kupplung greifen, da die Einstellmöglichkeiten für unser Vorhaben absolut ausreichend sind. Um die Kupplungsfedern auswechseln zu können, muss als allererstes der Verstärkungsring demontiert werden. Dieser ist dafür da, damit die Kupplung allgemein steifer ist und sich bei der auftretenden Fliehkraft nicht weiter verwinden kann. Dazu werden mit geeignetem Werkzeug die Imbusschrauben gelöst. Den Verstärkungsring könnt ihr nun einfach beiseite legen. Damit die Kupplungsbacken gleich nicht anfangen von den Führungen zu rutschen, setzt ihr die originalen Schrauben wieder auf und schraubt diese bis zum Anschlag fest. Nun kann die Kupplungsbacke nicht mehr von der Führung runterrutschen.
Nun lassen sich die Kupplungsfedern mit einer Sägeringzange entfernen. Gibt es bei uns im Shop, Link in der Beschreibung. Wie ihr seht, wenn ihr auf den linken Teil der Sägeringzange achtet, lässt sich diese nicht unter die Feder einführen, aber arretiert sich wunderbar an der Alunase von der Kupplungsbacke. Und die rechte Seite lässt sich nun etwas unterhalb der Feder spannen. Mit dem Handballen drückt ihr die Kupplung zusammen. Tada! Guck zufrieden? Für die Sport Pro Kupplung gibt es verschieden starke Kupplungsfedern. In dem Fall, obwohl das eine Minarelli-Kupplung ist, werden Piaggio-Federn verwendet, da diese im Vergleich deutlich kürzer sind. Anhand der Feder, die dabei ist, zeige ich euch jetzt, wie ihr quasi jede andere härtere oder weichere Feder auch einsetzen würdet in die Kupplung. Wie auch schon beim Ausbau der Feder wird die linke Seite der Sägeringzange an der Nase der Kupplungsbacke arretiert, die rechte Seite greift unter die Feder selbst. Mit leichter Vorspannung lässt sich diese in die Nut einsetzen. Die Sägeringzange könnt ihr wegnehmen. Ihr seht allerdings direkt, dass die Feder noch nicht richtig in der Nase sitzt. Dazu nehmt ihr entsprechendes Werkzeug, zum Beispiel einen Schraubenzieher oder in dem Fall solch ein Werkzeug. Der Kai drückt jetzt auf die andere Seite der Kupplung, damit ihr mir die nicht um die Ohren fliegt. Und mit einem leichten Schlag sitzt diese auch wieder drin. Jetzt ist die Kupplungsfeder wieder eingesetzt, so wie sie vorher auch schon in der Kupplung saß. Nun müsst ihr die Backen wieder etwas zurückdrücken, da sich die durch die Demontage doch etwas auf dem Bolzen bewegt haben. Wenn ich das richtige Werkzeug finde, schraubt man die 3 Schrauben wieder raus. Als letzten Schritt wieder den Verstärkungsring auf die entsprechende Position legen, die Schrauben ansetzen, Schrauben wieder handfest eindrehen und jetzt wieder entsprechend festziehen. Man hätte auch Schraubensicherung verwenden können, haben wir vergessen, ist aber empfehlenswert. Was es insbesondere bei der Sport Pro Kupplung zu beachten gilt, ist, dass diese Kupplung auf Minarelli und Piaggio eingesetzt wird, natürlich in dem Fall auch bei unserem Minarelli Nachbau. Und dort kommt dieser Ring zu tragen. Der Ring ist dafür, bei Piaggio ist der Durchmesser der Gegendruckfeder größer, dieser zentriert sich in der eigentlichen Kupplung selbst. Bei Minarelli, dann nehmen wir jetzt einfach die pinke Gegendruckfeder, die pinke Gegendruckfeder kleiner als die Kupplung innen selbst. Dafür ist dieser Ring hier. Mit dem Ring zentriert dieser sich wieder in der Kupplung und kann nicht verrutschen. Denkt an eure Handschuhe, der Wandler ist nach wie vor scharfkantig. Nun, wie vorhin auch schon, nur in umgekehrter Reihenfolge mit der Kupplung die Gegendruckfeder nach unten drücken, entsprechend aufsetzen, dass es sich nicht verkantet und die Kupplungsmutter richtig, ohne diese zu verkanten aufzusetzen, da ihr sonst das Gewinde beschädigt. Ich bin Profi. Mit dem passenden Kupplungswerkzeug wieder die Mutter andrehen, handfest anziehen, um dann mit gleicher Art und Weise für zum Öffnen das Ganze auch zum Schließen zu benutzen. Hierbei immer darauf zu achten, dass ihr mit der Hand das Werkzeug festhaltet, um dann mit gezielter Liebe das Ganze anzuziehen. Das Ganze wird nun in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Die Kupplungsglocke aufstecken mit der Kupplungsmutter, gerade vor dem Runterrutschen sichern. Riemenscheibe und Sternscheibe aufsetzen. Wieder mal auf den Keilriemen achten, damit dieser sich nicht hinten in den Wandler reinzieht. Und wieder beide Muttern festziehen.
So, Daniel, hat wieder gut geklappt. Das war es. Sagen wir noch Tschüss zu den Leuten. Bis zum nächsten Mal.